Kennst du das Geheimnis für perfekt fluffige Bagels ohne industrielle Hefe? Du brauchst in jedem Fall helles Mehl, egal ob Dinkel oder Weizenmehl. Gibst dazu noch ein wenig Salz und dann nehme ich immer ganz gerne bei Gebäck Zuckerrübensirup. Alternativ geht es natürlich auch mit gewöhnlichem Zucker, Rohrzucker, Honig oder einem anderen Sirup. Ich finde aber, Zuckerrübensirup ist für mich zum einen regional und zum anderen ist es auch nicht zu süß. Das heißt, wenn ich später meine Bagels dann mit was Deftigem habe, dann ist das Brötchen einfach, ja, nicht zu süß in dem Fall einfach. 3 Esslöffel kommen hinzu. Das genaue Rezept findet ihr wie immer unten in der Beschreibung. Es kommt aber auch noch mal zum Schluss. Wenn ihr bis zum Ende wartet, dann könnt ihr euch auch einen Screenshot einfach davon machen. Nun gebe ich meine natürliche Hefe dazu, und zwar Hefewasser. Das ist eine wilde Hefe, super einfach. Wie ihr das macht, erfahrt ihr oben rechts. Und in der Playlist ist auch ein Video, wie ihr das mit der herkömmlichen Hefe macht. Noch ein bisschen Wasser und Pflanzenöl. Das heutige Rezept ist zufällig vegan, also wirklich super einfach. Und dann könnt ihr schon entweder euer Handrührgerät oder eure Küchenmaschine fertig machen. Ich knete Brot und Brötchenteige unheimlich gerne mit meiner Teigpeitsche von Rammershofen, weil dann nicht nur die Schüssel schön sauber bleibt, sondern die Teige werden wirklich schön durchgeknetet. In der ersten Minute bei der KitchenAid nur auf Stufe 1, dann verbinden sich die Zutaten schon so ein bisschen und es wird auch nicht so viel Mehl rumgeschleudert, das heißt, die Küche bleibt sauber. Und dann ab der ersten Minute könnt ihr dann auf maximal Stufe 2 hochstellen. Bei meiner Kenwood ist das auch so. Ich habe zuerst die niedrigste Stufe und später dann die Stufe 1 in dem Fall. So, und ihr könnt es sehen, die Schüssel wird hier ordentlich bearbeitet, hier mit den Knethaken. Wer möchte und mit dem Hefewasser schon ein bisschen mehr Profi ist, gibt noch vielleicht bis maximal 25 Milliliter mehr Wasser hinzu. Dann ist der Teig weicher, wird aber dann später noch mal ein bisschen fluffiger. Das nur so als kleiner Hinweis. Eventuell müsst ihr dann aber auch Stretch und Fold machen. Das jetzt einfach nur für die Fortgeschrittenen. Den Teig lasse ich aufgehen und die Schüssel hatte nicht ausgereicht. Ich habe das dann nochmal gemacht und eine größere Schüssel gleich genommen. Denn wenn sich das verdoppelt, ist auch wirklich die ganze Schüssel voll. Den Teig gebe ich auf eine bemehlte Arbeitsfläche und forme ihn jetzt einfach von außen nach innen. Normalerweise genau nehme ich 2 Hände, weil aber immer die Kamera im Weg ist und ich euch die Sicht nicht versperren möchte, kommt es immer auf den Winkel drauf an, aber hier, formt euch das richtig schön. Ihr könnt im Hintergrund sehen, ich habe natürlich die doppelte Menge gemacht, also habe ich schon 8 Brötchen aus diesem Teig geformt. Das ist die Menge an Bagels, die ihr da rausbekommt. Ich bestreue sie dann immer noch mal ein bisschen mit Mehl und das Equipment, was ich benutze und euch auch empfehlen kann, findet ihr auch wie immer unten in der Beschreibung. So, ich halbiere mir das Ganze, also den runden Teig, den ich mir geformt habe. Dieser wird dann erneut halbiert, das heißt, wir haben Viertelstücke. Die Viertelstücke werden nochmal geteilt und so kriegen wir ganz einfach unsere 8 Stück heraus. Einige mögen es lieber, wiegen den Teig ab und teilen ihn dann durch 8. Das geht selbstverständlich auch. Ihr könnt größere oder kleinere Bagels machen. Ich finde, die sind tatsächlich perfekt für den Frühstückstisch. Und wenn ihr die dann durchgeschnitten habt, so, dann formt ihr die einfach von außen nach innen immer ein bisschen einfach wickeln. Und wenn sie zu klebrig sein sollten, ein bisschen Mehl noch verwenden, aber seid da sparsam, also wirklich nur so ein bisschen. Sie kommen ja gleich noch ins Kochwasser, komme ich aber gleich noch mal zu. Und dann lasst ihr die Brötchen auf jeden Fall noch mal für 10 Minuten ruhen. Ich habe übrigens hier die doppelte Menge gemacht, wie gerade schon erwähnt. Die eine Hälfte habe ich mit Hefewasser gemacht und die zweite Hälfte übrigens mit Wasserkefir. Ich habe ja schon mal eine Umfrage gestellt. Ich habe euch mitgeteilt, dass ich das jetzt mal mit Wasserkefir ausprobieren werde. Das ist für mich auch komplett neu. Das heißt, ich teste mal immer wieder neue, natürliche Triebmittel aus. Da wird es demnächst noch ein ausführliches Video zu geben, aber für all diejenigen, die schon Wasserkefir haben,
Ihr könnt das 1:1 mit dem Hefewasser ersetzen. Wirklich fantastisch. Da werden noch tolle Videos zu kommen. Seid also gespannt. Die Brötchen werden schön rund geformt. Ich habe sie dann noch mal ein bisschen mit Mehl bestreut. Ein ganz kleines bisschen Mehl gebe ich dann noch mal auf die Arbeitsfläche. Und zwar habe ich jetzt verschiedene Methoden probiert. Die gängigste ist einfach, hier in die Mitte ein Loch zu stechen und das dann Stück für Stück ein bisschen zu erweitern. Einige kommen besser damit klar, das auf eine Arbeitsfläche zu geben und dann nicht hier so zu drehen. Das klappte bei mir nicht so. Das klappt vielleicht bei anderen, also testet es aus. Für mich war es einfacher, das Loch auseinanderzuziehen, zwischendurch die Hand wieder ein bisschen bemehlen und dann weiter. Wenn ihr denkt, das Loch ist zu groß, dann ist es noch nicht groß genug, denn der Teig zieht sich wieder zusammen. Ihr könnt das hier sehen. Also jetzt könnte man denken, Mensch, das ist schön groß. Es ist aber gerade so groß geblieben, dass es später noch ein Loch war. Also der Teig zieht sich noch mal ordentlich zusammen, deswegen sind die Ruhezeiten zwischendurch auch immer noch mal wichtig. Ihr könnt es auch hier in der Luft schleudern. Das klappt für einige auch wunderbar, aber auch dies ist nicht meine Methode. Probiert es aber gerne aus und schreibt mir doch mal in die Kommentare, wie ihr das macht. Ich habe das auch schon bei amerikanischen Bagelbäckern gesehen, dass die einfach von so einem Riesenstück Teig immer nur so kleine Teigstücke abmachen, sie dann zu einer Wurst formen und die dann zusammenfügen. Falls ihr Lust habt, das zu sehen, sagt mir gerne mal Bescheid. Werde ich natürlich dann noch ausprobieren. Ich habe dann ein wenig Wasser erhitzt. Ich habe hier meinen Emailletopf genommen, den großen, und habe den dann auf niedrigster Temperatur vor sich hin simmern lassen. Original kommt dann normalerweise noch ein bisschen Honig oder Sirup hinein. Also eigentlich tatsächlich Honig. Ihr könnt das aber auch wie ich machen, einfach nur Wasser nehmen. Und es ist so, das wird jetzt in Wasser gekocht. Und zwar wird dadurch die Kruste fester, also durch das kurze Kochen geliert die Stärke an der Oberfläche, wodurch die Bagels im Ofen eine glänzende, leicht zähe Kruste bekommen, vor allem wenn ihr das dann mit Honig macht. Die Form bleibt stabil, das heißt, das heiße Wasser setzt die Gärung schlagartig aus, sodass die Bagels nicht weiter aufgehen. Man hat dann das Gefühl, die sehen ganz zäh und schrumpelig aus, die werden wieder schön, keine Sorge. Circa eine Minute im heißen Wasserbad und sie bekommen halt auch durch das Kochen die typische Bagel-Konsistenz. Ne? Also testet das mal unbedingt aus. Ihr seht, da sind die ganz heiß. Und die sehen total unschön aus. Man muss es einfach sagen, wie es ist. Es ist nicht so schön. Aber da konntet ihr es vielleicht gerade erkennen, als ich den einen umgeändert habe. Die sind noch unheimlich weich, auch wenn sie ganz schrumpelig und fest aussehen. Das ist völlig in Ordnung und sie gehen auch trotzdem noch im Backofen aus. Das ist bei mir immer die größte Befürchtung, wenn ich solche Sachen mache, dass ich denke, oh je, die gehen jetzt gar nicht mehr schön im Ofen auf. Das ist totaler Quatsch. Und normalerweise würdet ihr sie jetzt mit einem verquirlten Ei bestreichen. Ich habe sie dann einmal hier mit geschälten Hanfsamen bestreut, ohne etwas zu machen. Ich kann euch sagen, das klappt nicht so. Also die Körner fallen dann direkt nach dem Backen dann ab. Ihr könnt sie dann sonst mit Wasser bestreuen. Das klappt schon besser. Ich hatte einfach keine Lust, das Ei jetzt zu verquirlen. Ich wollte es wirklich mal vegan testen, ob das auch geht. Also mit Wasser besprühen klappt super und dann könnt ihr das mit euren Saaten, die ihr euch wünscht, bestreuen. Ich habe hier jetzt nochmal geschälte Sesamsamen genommen oder auch Schwarzkümmel hier. Es gibt noch ein spezielles Bagel-Topping, das in Amerika gerne verwendet wird. Da ist dann Knoblauchgranulat und so weiter mit dabei. Falls euch das interessiert, schreibt mir auch das bitte gerne in die Kommentare, falls ihr Fragen habt oder irgendetwas unklar ist. Die Schönheiten gehen jetzt in den Backofen und ich zeige euch mal, wie fluffig die sind. Und falls ihr keine weiteren Videos verpassen wollt, unbedingt den Kanal abonnieren. Ich freue mich so sehr, dass wir immer größer werden. So, und jetzt schaut euch das Ergebnis an. Wirklich total lecker, fluffig, weich innen. Also genießt es und backt sie unbedingt nach. Und dann habe ich hier noch diese Videos, in denen wir uns wiedersehen. Ich freue mich schon riesig auf euch und sende euch ganz liebe Grüße. Eure Emma.